ich will jetzt zu Fuß einmal die komplette Insel überqueren. Absoluter Traumweg. Ich weiß es nicht. Kleiner Vorgeschmack auf das, was noch im Gebirge kommt. Jetzt habe ich direkt den Weg hier einmal verloren. Oh. Wow. Jetzt laufe ich durch eine Wolke durch. Es ist echt nicht ohne hier. Ja, so sieht Mallorca auf 700 Meter Höhe aus. Gibt schlechtere Zeltplätze als den hier. Und jetzt schaut euch bitte meinen Kochplatz hier an, wo ich mir jetzt ein absolutes Festmahl zubereiten werde. Willkommen zu einer neuen und diesmal ganz besonderen Tour. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon erkennen könnt, am Meer bin ich auf Mallorca und ich will jetzt zu Fuß in den nächsten 6 Tagen mit meiner Ultraleichtausrüstung einmal die komplette Insel überqueren. Und da starte ich hier gerade im Südwesten, bin gerade in Port Andratx unten am Meer losgelaufen, schlage mir meinen Weg jetzt in die Berge und werde dann durch das Tramontana-Gebirge ganz in den Nordosten der Insel laufen. Offiziell gibt es 10 Etappen, ich habe vor, das in 6 zu schaffen, bin super gespannt, was ich hier sehen werde. Wir haben Ende Februar, Wetter passt auf jeden Fall, morgens noch ein bisschen kühl, aber ich habe richtig Lust und ich würde sagen, los geht's. Ja, insgesamt werde ich so 130 bis 140 Kilometer zurücklegen müssen, bis ich die andere Seite der Insel erreiche. Und das mache ich über den sogenannten Trockenmauerweg, dem GR 221. Und der folgt uralten Trockensteinmauern, die quasi an den felsigen Klippen gebaut worden sind, damit die Hänge da ein bisschen gerader sind. Ja, und da wir auch viele Höhenmeter haben, habe ich die Etappen überschaubar groß geplant. Jeden Tag 20 bis 25 Kilometer, immer über 1000 Höhenmeter und teilweise wirklich über alpines, technisches Terrain. Dabei habe ich einen Biwaksack statt ein Zelt diesmal, weil mir der Biwaksack natürlich auch im Notfall erlauben würde, ja, mein Lager aufzuschlagen, falls mal schlechtes Wetter aufzieht und ich mich damit eigentlich immer relativ sicher fühle. Ja, die Hauptschwierigkeiten auf der Tour sind neben den ganzen Höhenmeter einerseits natürlich die ganze Sonne und die Hitze. Deswegen Sonnenschutz ist Pflicht und ich würde die Tour auch wirklich nur im Winter oder maximal Frühling machen, auf keinen Fall im Sommer. Denn die Infrastruktur, gerade was Wasserquellen angeht, ist auch wirklich sehr, sehr schlecht. Wir haben extrem wenige Quellen und wenn mal eine kommt oder ein natürlicher Bachlauf, sind die meistens auch nicht trinkbar, selbst wenn man die filtert. Dazu kommt, dass die Infrastruktur an Übernachtungsmöglichkeiten nicht gut ist, denn wir haben absolutes Wildcampingverbot hier auf Mallorca. Das ist wirklich so hart, wie ich das selten erlebt habe. Also alleine das draußen schlafen, egal mit welchem Setup oder nachts draußen bleiben, ist hier wirklich in den Gebieten total untersagt, da man da in den letzten Jahren leider schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Es gibt einige Berghütten, die machen aber auch nach und nach leider zu und sind oft ausgebucht. Deswegen muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, das hier zu planen und ganz genau gucken, wo man schläft. Schöner Wald hier. Gerade geht es ein bisschen bergab und wir haben jetzt fast Mittag und die Sonne merkt man trotz Februar schon deutlich. Und hier sieht man auch die ersten Trockenmauern, die mich wahrscheinlich jetzt die nächsten 100 Kilometer begleiten werden. Das könnte hier ein alter Brunnen sein. Oder eine sehr große Feuerstelle.
Und es wird auch mal Zeit, direkt den Midlayer auszuziehen bei der Wärme. Jetzt guckt euch das an. Das habe ich so vermisst. Also vor 3 Wochen war ich noch im eiskalten Winter auf dem Rothaarsteig unterwegs und jetzt stehe ich hier wirklich bei blauem Himmel, blauen Meeren, so wunderschönen Küsten und ich wünschte, ihr könntet das riechen hier. Die ganzen Bäume, Kiefern haben so einen süßen ätherischen Duft, den man erst wieder richtig zu schätzen lernt, wenn es langsam ein bisschen wärmer wird und der Frühling kommt. Und da hinten am Horizont ziehen jetzt langsam ein paar Wolken auf. Ich habe natürlich alles an Regenkleidung mit, aber ganz ehrlich, auf die Sonne habe ich gerade ein bisschen mehr Lust. Und da haben wir das erste Wildtier. Ziegen gibt es ja natürlich viele auf Mallorca. Neben Ziegen gibt es ja leider auch eine Menge Zecken auf Mallorca, die auch ganzjährig wirklich aktiv sind. Unter anderem eine Zecke, die nicht nur einfach auf irgendwelchen Gräsern sitzt und wartet, dass sie abgestriffen wird, sondern auch aktiv wirklich Menschen jagt. Ja, und hier scheint jetzt gleich ein kleines Dorf zu kommen und ich hoffe, dass ich einen frischen Schluck Wasser bekomme aus irgendeinem Supermarkt. Für Wasser bin ich hier immer dankbar. Nahrung habe ich aber komplett für 6 Tage jetzt in meinem Rucksack mit. Also will mich komplett autark verpflegen. Und da bin ich eigentlich gar nicht drauf angewiesen. Aber frisches Wasser bei dem Wetter ist immer super. Schön hier. Vermutlich erstmal das letzte Mal, dass ich hier wieder ans Meer komme. Sehr urige Wege hier. Gefällt mir richtig gut. Ab jetzt geht es nur noch serpentinartig hier bergauf und überraschend viele Tageswanderer hier. Ich glaube nämlich da oben ist ja so wie ein kleines Kloster, La Tapa, und einer der wenigen Orte, an dem man legal wildcampen kann mit einer ziemlich schwierigen Anmeldung. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Ist echt nicht ohne hier, muss man sagen. Kleiner Vorgeschmack auf das, was noch im Gebirge kommt. Aber Hammeraussicht auf jeden Fall und ich bin noch nicht mal ganz oben. Ach cool, sogar mit Stahlseilen hier. Das macht richtig Spaß hier gerade. Oh, geschafft.
Und das alles hinter mir ist jetzt La Trappa, so eine Art Naturschutzgebiet, wo halt ganz viele Terrassen hier durchs Land gezogen sind, unter anderem hier. Und ich glaube, dass das hier die Flächen sind, wo man nach vorheriger Anmeldung tatsächlich für eine Nacht hier als Wanderer schlafen darf. Ich habe das aus 2 Gründen nicht gemacht. Erstens, ja, wollte ich noch weiterlaufen am ersten Tag. Das war ein bisschen zu nah am Start und man braucht wirklich ein paar Monate vorher Zeit, um einerseits hier die Gemeinde anzuschreiben, da ist eine Genehmigung zu bekommen und dann noch wirklich muss man an den Staat Spanien gehen und da am besten noch einen Brief hinschreiben aufs Festland, damit man hier eine Nacht schlafen darf. Also noch ein bisschen bürokratisch und die einzige Anlage, die ich in der Art auf dem ganzen Weg gefunden habe. Deswegen toll gelegen auf jeden Fall, aber schade, dass es jetzt hier so weit noch am Start ist. Ich gehe weiter. Ich dachte schon, ich muss die Leiter hier klettern, aber der Zaun ist einfach offen hier. Ja, absolute Ruhe gerade. Die ganzen anderen Wanderer sind alle bei La Trappa jetzt umgebogen, gehen zurück zur Küste. Für mich geht es jetzt hier weiter in die Berge und hier hört und sieht man jetzt gar nichts mehr. Handyempfang ist auch nicht mehr da. Und das ist echt ein starker Kontrast zu dem Tag, den ich gestern hatte. Da bin ich aus Düsseldorf losgeflogen, in Palma gelandet, mit dem Bus direkt in die Innenstadt. Dort war da echt viel Verkehr dann. Und da brauche ich natürlich eine Gaskartusche, weil man die nicht im Flieger mitnehmen kann. Hat relativ gut geklappt und dann bin ich nach Port Andras zum Hotel gefahren. Und falls ihr gerade auf meiner Laufaufnahme hinten das Blaue in meinem Rucksack vielleicht gesehen habt, da habe ich eine kleine Ikea-Tüte mitgenommen. Die kostet nur 2 €, wiegt 150 Gramm, hat einen Reißverschluss. Und da habe ich meinen ganzen Rucksack und Trekkingstöcke und alles Mögliche reingepackt. Ja, weil ich das natürlich nicht ins Handgepäck nehmen wollte und auch den Rucksack nicht einfach so irgendwie aufs Band legen wollte. Und das hat richtig gut geklappt. Ich konnte den Rucksack damit sehr gut transportieren und ja, diese Ikea-Tasche schleppt mich jetzt die ganzen Kilometer mit und kann damit auch wieder entspannt zurückfliegen. Okay, bin doch nicht alleine. Die lauern hier überall. Ja, jetzt sieht man langsam erstmal, wenn man höher kommt, wo ich gerade lang gekommen bin. Da hinten ist der kleine Pass um diese Bergkette rum. Da hinten irgendwo bin ich gestartet und eigentlich laufe ich den ganzen Tag schon mit einem Blick auf diese Insel hier entlang. Jetzt laufe ich durch eine Wolke durch. Das sieht immer geil aus. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass man hier wegen dem schroffen Untergrund und den Felsen deutlich langsamer vorankommt, obwohl es jetzt hier gerade geht. Deswegen bin ich ganz froh darüber, dass ich die Etappen ein bisschen kürzer mal gewählt habe. Und jetzt halte ich mal die Augen auf nach einer guten Pausenstelle, wo ich mich vielleicht noch ein bisschen in die letzte Sonne legen kann. Ja, besser geht's nicht hier mit der Aussicht. Man hört absolut nichts, manchmal ein Vogel und jetzt erstmal noch ein bisschen was essen. 3 Uhr jetzt knapp, langsam setzt die Nachmittagssonne ein. Aber allzu weit werde ich heute nicht mehr laufen. Perfekt. Ja, wenn ich Glück habe, komme ich nur rechts an der Wolke hier vorbei. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sich das zugezogen hat hier links. Aber das merkt man erst wieder, wenn der Himmel hier rechts so blau im Kontrast ist. Wo kommen die denn alle her? Kleines Fest hier in den Bergen.
Ja, kurzes Zwischenfazit. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut hier. Der Trail ist echt der absolute Hammer, genauso wie das Wetter und die Natur. Ich habe jetzt gleich die 20 Kilometer Marke geknackt und schon über 1200 Höhenmeter. Und bei diesem technischen Weg hier merkt man das auf jeden Fall. Ich bin auch nicht ganz so fit wie sonst, würde ich sagen. Hatte Anfang der Woche eine zweite Tollwutimpfung bekommen, weil ich nächsten Monat in Sri Lanka zum Trekking bin. Und da habe ich noch so ein bisschen was die Woche über gemerkt. Aber ich bin so froh, dass es klappt. Dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt folgen noch die letzten Kilometer. Aufgrund der schlechten Wildcamping-Situation werde ich heute in einer sehr abgelegenen und privaten Finca schlafen, die anscheinend Wanderern zur Verfügung gestellt werden kann, um da ein Zimmer zu bekommen und da zu schlafen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau aussieht, was mich da erwartet. Bin super gespannt und jetzt genieße ich hier noch mal die letzten Sonnenstunden. Das wäre aber ein absolut traumhafter Wildcampingplatz da bei den Ziegen. Da steht auch eine kleine Konstruktion und ich glaube, da hat schon mal jemand geschlafen. Ja, Wasserquellen habe ich tatsächlich heute nicht ein einziges Mal gesehen. Selbst in einem kleinen Dorf war jetzt kein Supermarkt offen. Ich hätte natürlich dann irgendwie in einen Café gehen können, aber bin heute Morgen mit 3 Litern gestartet. Davon ist jetzt knapp noch maximal 1 Liter übrig, würde ich sagen. Das heißt, das reicht mir auf jeden Fall heute und würde auch noch reichen, wenn es jetzt noch ein bisschen länger mehr Höhenmeter oder mehr Sonne wird. Aber dann müsste ich auf jeden Fall auffüllen. Das heißt, 2-mal am Tag nachfüllen wäre schon ganz gut. Ich hoffe, mir reicht es, wenn ich einmal am Tag irgendwie eine Quelle finde. Optimalerweise natürlich immer vor der Übernachtung und dass man morgens auch noch mal voll gestärkt loslaufen kann. Und wo wir vom Wasser sprechen, das ist das erste bisschen Süßwasser, was ich heute, glaube ich, den ganzen Tag sehe. Bin hier gerade in so einem Tal und laufe jetzt in die Richtung runter, denn da müsste dann meine Schlafgelegenheit sein. Wasserfilter habe ich natürlich auch dabei, beziehungsweise Filtertabletten, die ich im Notfall auch benutzen kann. Aber hier ist auch so viel Landwirtschaft, dass das Nitrat auch teilweise in das Leitungswasser hier auf Mallorca fließt. Und da fühle ich mich nicht ganz sicher, dann aus den Bachläufen mit zu trinken. Ja, fast dran vorbeigelaufen, aber dieser Stein ist ja mal perfekt für eine kleine Pause. Noch mit der Aussicht aufs Meer vorm Ziel. Und diese gelben Pflanzen, die riechen so unglaublich gut nach Frühling. Geht schlechter. Okay, irgendwo hier in diesem kleinen Tal muss es sein. Da vorne waren schon so ein paar Höfe. Ich glaube, ich muss noch ein Stück hier weiter runter. Oh, Esel. Und ein Huhn. Ja, das Schild erklärt wohl alles. Kein Feuer, kein Zelt, kein freies Schlafen und sogar keine Hängematte. Habe ich auch noch nie auf dem Schild gesehen. Hier hoch geht's morgen für mich weiter und ich muss jetzt anscheinend hier links runter noch mal wieder ein Stück. Das müsste es sein. Oh yes. Ja Leute, ich kann mein Glück kaum fassen. Die Unterkunft ist absolut grandios. Ich habe gerade frisch geduscht und jetzt schaut euch bitte meinen Kochplatz hier an, wo ich mir jetzt ein absolutes Festmahl zubereiten werde. Mit Blick da hinten aufs Meer, noch gerade ein Stück Sonne. Ich denke mal 20 Minuten werde ich noch Sonne haben. Und ich habe den Gastgeber kennengelernt, super nett, hat mir alles gezeigt. Und da unten in diesem Gebäude schlafe ich. Da warten gerade auch noch 2 andere Wanderer, auch auf ihre Unterkunft. Ich konnte da 4 Flaschen Wasser insgesamt kaufen. Die werde ich morgen abfüllen, den Rest mitnehmen. Ich habe jetzt da drin nicht gefilmt, weil das natürlich alles privat ist. Aber er hat mir den Tipp gegeben, geh da hoch, da ist noch ein super Tisch und da kannst du ganz entspannt kochen. Und das werde ich jetzt machen, weil ich auf jeden Fall richtig Hunger habe.
Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine tiefe Esbit-Windschutzfolie eingepackt habe, aber nichts, was man mit einem Stein hier nicht beheben könnte. Und bei der Aussicht habe ich auf jeden Fall Zeit. Ja, heute gibt es Chana Masala, ein paar Riegel und auf jeden Fall Salzbrezel. Man verliert doch so ein paar Elektrolyte, wenn man den ganzen Tag bei dieser Hitze schwitzt und so viel Wasser trinkt. Und ich will natürlich, dass mein Rucksack immer leichter wird. Das macht man am besten, indem man seinen Proviant aufisst. Ja Leute, was ein erster Tag. Ich bin absolut begeistert von dieser Route. Ich habe erwartet, dass sie schön ist, aber nicht so schön. Also mein Erlebnis heute war 10 von 10. Es fühlt sich wie die richtige Mischung aus Urlaub und Abenteuer an. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Bin auch froh, dass ich relativ früh ankam. Freue mich darauf, dass ich heute drin schlafen kann. Ist natürlich für mich auch ein bisschen was Neues, weil ich gerne im Zelt schlafe. Aber ich kann mich hier echt gerade über die Dusche, über das Essen jetzt und diese Aussicht und gleich die Aussicht auf ein Bett und morgen da hoch die nächste Etappe echt nicht beschweren. Ich bin gespannt, was morgen auf der zweiten Etappe, die ein bisschen länger sein wird, passieren wird, ob das Wetter morgen so mitspielt und ich werde jetzt den Abend genießen und essen und sage bis morgen. Ja, guten Morgen jetzt zum zweiten Tag vom Trockenmauerweg. Als ich gestern mit dem Essen fertig war und von diesem wunderbaren Aussichtspunkt runtergegangen bin zurück zur Finca, wurde es langsam draußen echt kalt und als ich reingegangen bin in mein Zimmer, war es dort genauso kalt. Hier unten im Tal hat man natürlich keinen Strom, Wasser ist begrenzt und deswegen auch im Winter keine Heizung und im Sommer keine Klimaanlage. Das muss man wissen, wenn man hier im Februar oder im Hochsommer auf jeden Fall wandern geht und da übernachten möchte. Ich war sehr, sehr froh darüber, dass ich meinen Schlafsack bzw. Quilt im Rucksack dabei hatte und den brauchte ich auch wirklich, um in der Nacht nicht zu frieren in dem Bett. Also ansonsten hätte ich echt Probleme gehabt, glaube ich. Da war ich sehr, sehr froh. Deswegen habe ich dann aber auch sehr erholsam geschlafen, habe gerade Wasser noch in meine Flaschen abgefüllt, bin jetzt hier hochgelaufen und wie ihr seht, geht es direkt hier bergauf jetzt gleich los. Heute ist ein bisschen mehr angeplant, vielleicht eine der härtesten Etappen, 26 Kilometer, bedeutend mehr Höhenmeter. Ich laufe den Großteil des ersten Hälfte an der Küste entlang und dann geht es im Prinzip landeinwärts. Ich habe richtig Lust, Wetter ist noch leicht bewölkt, aber da habe ich noch gar nichts gegen und ich würde sagen, los geht's. Und da ist die Sonne auch schon wieder. Auch mal was Neues hier, einfach die Felsen ohne Weg hochzulaufen.
Und da ist das Meer wieder. Ich muss mich hier die ganze Zeit daran erinnern, dass ich auf einer Insel bin, weil da unten hat es eher wie in einem Alpendorf gewirkt. Aber wunderbar, direkt so weit gucken zu können. Jetzt habe ich direkt den Weg hier einmal verloren. Ist mir gestern aber auch ein paar Mal passiert. Oh, okay, und da hat jemand gejagt, glaube ich. Da hatte ich gerade nämlich Schilder schon gesehen. Da muss ich natürlich aufpassen. Was ich gesagt hatte, war, dass ich den Weg hier öfter verliere. Der ist zwar ganz gut markiert, aber nur in den offensichtlichen Stellen. Und die Kombination aus kein Empfang und nicht gut markierter Weg teilweise führt echt dazu, dass man die Karte natürlich offline runterladen sollte. Und da gucke ich auch regelmäßig drauf. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier erstmal sicher vorbeikomme. Man erkennt den Weg immer ganz gut an der bräunlichen Färbung, die dann hier überall auf den Steinen ist. Das sieht man sonst nirgendwo. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil die Erde ein bisschen mehr aufgewühlt wird durch die ganzen Wanderer. Das steht auf jeden Fall nicht fest. Richtiges Dschungel-Feeling hier gerade. Geil. Ja, und hier geht es anscheinend wieder los mit dem nächsten Jagdgebiet. Ich musste gerade schon beobachten, wie eine Ziege abgeschossen wurde. Scheint hier sehr aktiv zu sein. Deswegen hoffe ich, dass ich hier schnell durchkomme. Hier sieht man wieder überall so alte Ruinen und da oben auch Mauern. Absoluter Traumweg. Ich fasse es nicht. Ich dachte gestern da hinten wäre ich schon hoch gewesen, aber das scheint hier kein Ende zu nehmen. Wow. Absolut genial. Ja, so sieht Mallorca auf 700 Meter Höhe aus und ich kann es gar nicht glauben. Also ich werde noch höher gehen, ich glaube auf über 1000. Dann bin ich ganz gespannt auf diesen Ausblick. Man kann so weit wirklich sehen. Gefühlt sehe ich die halbe Insel und da hinten auch, wo ich gestern gestartet bin. Ich muss sagen, ich komme echt langsam voran bei dem Gelände hier. Habe mir heute vorgenommen, alle 6 Kilometer eine kurze Pause nur zu machen. Vielleicht mal, wenn wir hier eine schöne Aussicht ist. Das hat für mich auf den letzten härteren Touren in Schweden zum Beispiel sehr gut geklappt. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zu den ja wirklich heftigen Touren, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ist das hier schon ein bisschen mehr Urlaub und da freue ich mich auch drauf. Und gerade die Pausen, die genieße ich extrem. Einfach hier in der Ruhe in der Natur zu sitzen, dann hört man irgendwas rascheln, dann läuft eine Ziege entlang. Es ist einfach super entspannt und ich hoffe, das bleibt auch so. Da hinten ist Port Andratx, da bin ich gestartet und durch dieses Gebirge hier hingekommen. Weiter geht's. Das ist hier echt nicht ohne, ich sag's euch. Morgen.
Gibt schlechtere Zeltplätze als den hier. Okay, den Pass da hinten habe ich hinter mir und jetzt zum ersten Mal des Tages mal ein Stück gerade. Deswegen können wir ein bisschen Tempo machen. Ich glaube, hier runter geht es zum nächsten Dorf. Vielleicht finde ich da mal ein kühles Wasser. Oh, ich dachte kurz, das wäre ein Stier da hinten. Aber es ist eine große Ziege mit langen Hörnern. Die wird mich ja wohl vorbeilassen. Oh, eine perfekte Pausengelegenheit hier auf der Mauer an diesem Tank. Ich habe jetzt die ersten 8 Kilometer endlich geschafft, dann wollte ich erst die erste Pause machen. Die waren aber echt beschwerlich, muss ich sagen. Ich habe fast 3 Stunden jetzt gebraucht bei diesem Terrain. Kam echt langsam voran und jetzt muss ich unbedingt mal was trinken, was essen, kurz ausruhen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Ein bisschen sieht man das Meer sogar auch. Schön hier. Okay, das ist das erste Quellenartige, was ich hier bisher gesehen habe. Aber natürlich absolut keine Ahnung, ob das trinkbar ist. Ich habe jetzt noch genug, eigentlich 2 Liter, deswegen ziehe ich weiter. Ja, ich will heute noch bis Espoles kommen. Banja Boulevard liegt noch dazwischen, da komme ich wohl noch durch. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Wasser, falls es notwendig ist. Aber 5 Stunden, 14 Kilometer heißt schon wieder, dass es ein bisschen technischer wird. Aber egal, langsam habe ich die Stadt hier auch satt. Halb 2 mittlerweile und auf dieser Mauer hier mache ich mit der Aussicht noch mal eine Pause, bevor es gleich da hoch in die Berge geht. Ich habe schon 800 Höhenmeter gemacht und so 500 bis 600 sollen noch kommen, also noch ein ordentliches Stück. Ich fühle mich aber nach wie vor gut. Und falls ihr die Route hier nachlaufen wollt, verlinke ich euch natürlich meine komplette Ausrüstung, die ich jetzt hier mit hatte, plus auch alle Etappen. Die weiß ich natürlich noch nicht ganz final, aber ich werde sie in der Beschreibung ja schon mal alle verlinken. Und im Zweifel könnt ihr auf jeden Fall auch die Tour damit laufen, denn bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Etappenwahl. Ich bin froh, dass ich die ein bisschen kürzer gemacht habe, wenn ich mir da hinten die Berge noch mal von hier jetzt anschaue. Und glaube auch gar nicht, dass ich so früh heute ankommen werde. Vor allem muss man auch bedenken, wenn man das wirklich Ende Februar zum Beispiel läuft, dann wird es ja auch schon um 18 Uhr dunkel. Und das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen, wenn man hier lang unterwegs ist. Das könnte so eine Art Refugio hier sein. Sieht aber sehr verlassen aus. Okay, auf der Karte sieht es noch echt weit aus.
Hier befinden wir uns gerade mitten im Nirgendwo zum nächsten Dorf an der Küste und dann noch ein deutliches Stück Inland. Bis hier will ich heute noch laufen. Let's go! Ja, heute läuft man das öftere mal durch so Olivenplantagen. Das ist, glaube ich, schon die 3. oder 4. So langsam zieht auch ein bisschen Wind auf, merke ich gerade. Die Sonne ist weg, ist auf jeden Fall deutlich kühler als gestern. Im Ziel heute übrigens habe ich wieder eine Unterkunft nehmen müssen, weil ich wieder nichts gefunden habe, wo man irgendwie campen konnte. Und da ist es diesmal ein Hostel. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das aussieht. Ich hoffe nicht, dass es so ein großes Mehrbettzimmer irgendwie ist und dass ich da hoffentlich auch duschen kann und ein Wasser bekommen kann. Deswegen, ich freue mich jetzt gerade, wenn es so ein bisschen zuzieht. Ein bisschen auf die Höhen, wie gesagt, geht es gleich nochmal. Aber ich glaube, das wird ganz gut klappen. Das scheinen ja auch immer so alte Brunnen irgendwie zu sein. Aber alles komplett leer und trocken. Einfach Hammer, diese Wege. Also hier in der letzten Siedlung gefällt es mir auch noch mal richtig gut. Hier sind überall richtig grüne Hänge, schöne Gärten. Ich wusste gar nicht, dass Mallorca auf der Seite auch wirklich so einen feuchten Boden hat und nicht so ganz kahl und trocken ist wie auf den anderen Seiten. Sehr frühlingshaft mit ein paar Palmen dabei. Oh, hier riecht es gut nach Essen. Hab auch schon wieder ordentlich Hunger. Hier gibt es so viele Hänge und freie Wiesenflächen. Da müsste doch mal jemand auf die Idee kommen, hier einen Trekkingplatz zu errichten. Einfach auf dieser Wiese übernachten zu können, wäre ein Traum. Okay, ich glaub's nicht. Hier scheint tatsächlich eine Trinkflaschenauffüllstation zu sein. Habe ich auch noch nie in der Art gesehen. Ja, okay, aber ich habe jetzt nur noch 8 Kilometer. Ich gehe zwar bergauf, aber ich will jetzt nicht mehr so viel Wasser schleppen in der Hoffnung, dass ich natürlich da im Zielort auch was bekomme. Absolute Stille wieder, sobald man ein bisschen von der Küste wegkommt. Okay, 5:30. Ich glaube, ich bin da.
Perfekt. Okay. Das ist mal gemütlich. Oh, und hier ist die Dusche. Perfekt. Richtiger Luxus. Aber jetzt muss ich mich erstmal um Wasser kümmern, bevor wir alle Supermärkte zumachen. Und dann werde ich duschen und dann überlegen, wo ich gleich koche. Geschafft. Wasser hat schon mal geklappt und sogar genau mit den gleichen Flaschen, die ich auch zum Wandern benutze, weil sie eben so leicht sind. Dann kann ich auch meine Flaschen gleich wechseln. Ja, und der Gastgeber hat mir erlaubt, hier schön auf dieser Terrasse, leider ohne Sonne, aber dafür ohne Wind, heute zu kochen. Und heute gibt es Couscous mit Gemüse. Und ich habe ordentlich Hunger. Okay, 7 Uhr. Vielleicht hört ihr die Glocken ein bisschen läuten. Ich habe alles erledigt, Wasser, geduscht. Ich konnte da draußen richtig entspannt essen. Und das ist mir immer besonders wichtig. Gerade wenn ich jetzt hier in Unterkünften schlafe, das ist für mich natürlich nicht normal, weil ich eigentlich sehr gerne draußen zelte. Dann will ich wenigstens in Ruhe draußen kochen können. Jetzt hatte ich schon zweimal Glück. Wetter hat sich so ein bisschen zugezogen. Ich bin echt gespannt, wie es morgen wird. Jetzt gerade ist es draußen dunkel, gegenüber leuchtet die Kirche noch ein bisschen. Also ich bin super happy mit diesem für mich luxuriösen Zimmer. Könnte mich so ein bisschen dran gewöhnen und muss echt sagen, die Etappe heute war härter als gedacht. Also 28 Kilometer wurden es fast am Ende mit 1390 Metern nach oben. Ich habe noch härtere Etappen auf jeden Fall, deswegen bin ich ganz froh um diese Jahreszeit, dass ich hier eine Unterkunft mal ausnahmsweise habe. Freue mich jetzt auf die Nacht, hoffe, ich kann wieder so gut schlafen. Mir gefällt es hier richtig gut soweit, also wie schon gestern gesagt, perfekte Mischung aus Urlaub und Abenteuer. Ich freue mich, dass ich noch 4 volle Tage habe. Ich kann nur hoffen, dass es so schön bleibt, dass das Wetter so gut bleibt und ich werde mich jetzt hier ein bisschen entspannen und dann morgen früh geht's weiter und dann gucke ich mal, ob ich hier noch einen Kaffee bekomme. Also, bis dann.